Du hast Rückenschmerzen und hast bestimmt schon mal gehört, dass deine Schmerzen kommen, weil deine Rückenstrecke zu schwach sind. Tausendmal wurde schon gesagt, dass du diese Muskulatur üben solltest. Aber wie machst du das denn am besten? In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, die schnell und effektiv sind, um diese Muskulatur zu trainieren. Für die erste Übung brauchst du entweder einen Stuhl oder am besten ist nur ein Schreibtisch, die genau auf deine Höhe eingestellt ist. Das heißt so ungefähr auf das Handgelenkhöhe bzw. Hüftehöhe. Das Schöne von dieser Übung ist, dass du die immer zwischendurch machen kannst, auch im Büro oder in deinen Alltag einfach so zu integrieren. Du beginnst die Übung, du stellst ein bisschen weiter weg von deiner Absturzfläche. Du beginnst die Übung, deine Füße zeigen nach vorne, die Knie sind hüftbreit auseinander und deine Hände sind auf Schulterhöhe nach vorne gerichtet. Und dann bringst du die Arme seitlich weg, so weit wie du kannst, bis du die Oberfläche erreichst. Wenn du da jetzt bist, kommst du jetzt komplett in der Streckung von dem Rücken auf die Zehenspitzen, Kopf guckt nach oben und dann Füße wieder runter, dein Rumpf wieder nach vorne und die Hände kommen wieder nach vorne. Und nochmal. Die Hände seitlich weg, immer in diesen 90 Grad, das tut den Schulter ganz gut. Du lehnst dich nach hinten ab, kommst mit der Fußspitze, streckst deinen Rücken ganz weit nach hinten und du guckst nach oben zur Decke. Füße wieder runter, Lendenwirbelsäule wieder gerade, Bauch angespannt und die Hände wieder nach vorne. Versuche dabei, dass die Übung oder dass die Bewegung hauptsächlich in den Rumpf passiert. Deine Knie bleiben komplett durchgestreckt und dann wieder nach unten und wieder nach vorne. Von der Seite wird es ungefähr so aussehen. Das Besondere von dieser Übung ist, dass du gleichzeitig mehrere Muskelgruppen von den Armen, Bein und Rücken gleichzeitig aktivierst und dadurch ist die Übung effektiver. Und dann legen wir los, auch im Stand, zu der zweiten Übung. Für die zweite Übung wäre es besser, wenn du vielleicht Gewichte hast. Wenn du keine direkt hast, kannst du auch zum Beispiel eine Wasserflasche nehmen. Und du beginnst die Übung, indem du deine Füße hüftbreit auseinander bringst und jetzt deinen Rumpf vorwärts beugen. Versuche mal dein Gewicht bewusst auf die Ferse zu lassen. Nicht, dass du nur auf dem Vorfuß stehst. So, du bringst deinen Rumpf vorwärts, hältst das Gewicht jetzt in der Hand, die Ellbogen zeigen nach außen. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz kommst und bringst jetzt den Ellenbogen nach oben Richtung Decke. Aktiviere deine Bauchmuskulatur, dass die wie so ein Korsett deinen Rücken auch stabilisierst. Und nicht in Hohlkreuz fallen. Nochmal von der Seite. Füße hüftbreit auseinander, die Knie leicht gebeugt. Den Rumpf nach vorne bringen, nicht in Hohlkreuz fallen, aber auch keine Buckel machen. Das heißt, die Wirbelsäule bleibt gerade, deine Ellenbogen zeigen nach außen und du bringst jetzt die Ellenbogen nach außen Richtung Decke. Wie weit du mit dem Rumpf vorwärts gebeugt bist, desto mehr muss deine Rückenmuskulatur arbeiten, um dich in dieser Haltung zu stabilisieren. Versuche mal, die Bewegung 12 Mal auszuführen und bei dem 12. bleibst du dann einfach oben für 10 Sekunden. Hältst in dieser Position, nicht in Hohlkreuz fallen, nicht das Becken nach hinten fallen lassen und dann kannst du einfach wieder locker lassen. Für diese Übung solltest du 3 Serien durchführen. Bei der ersten Serie machst du 12 Wiederholungen mit den Armen nach oben, hältst sie dann oben für 10 Sekunden. Bei der zweiten Serie machst du dann 10 Wiederholungen, dynamische Bewegungen und hältst den oben für 15 Sekunden.
Und bei der dritten Serie machst du dann 8 dynamische Bewegungen und hältst es dann für 20 Sekunden. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts mehr verpasst für Übungen, die deine Gesundheit wieder fordern. Und für unsere letzte Übung gehen wir dann einmal auf den Boden. Du legst dich auf den Boden, bringst dann deine Beine weit auseinander und drehst deine Füße jetzt auch nach außen. Durch diese Haltung aktivierst du besonders das Gesäßmuskulatur und dadurch hast du noch eine Unterstützung für deinen Rückenstrecker. Und jetzt in dieser Haltung gehst du jetzt nach oben, bis du in eine Linie bist, was jetzt Knie, Hüfte und Schulter angeht. Versuch mal dabei bewusst das Gesäßmuskulatur und die Rückenmuskulatur anzuspannen, damit du deinen Rücken nach oben kriegst. Und dann langsam wieder runter. Um das schonender zu machen, versuchen wir bei jedem Ausatmen hochzukommen. Einatmen runter und ausatmen hoch. Wenn du hoch bist, spann richtig das Gesäßmuskulatur an, aber auch dein Rücken. Und dann wieder runter. Und bei der ersten Serie wirst du jetzt davon 12 Wiederholungen machen. Du kommst hoch und dann wieder runter. Und beim 12. Mal, wenn du da oben bist, versuch mal jetzt noch 10 kleine Impulse zu geben, dass du dein Becken noch weiter hochbringst. Das wird dann halt nur so aussehen. Anspannen, locker, anspannen, locker, anspannen, locker, anspannen, locker, anspannen, locker. Und das machst du jetzt 10 Mal, bevor du dann komplett wieder runterkommst und dann komplett ablegst. Du solltest ganz bewusst das Gesäßmuskulatur dabei auch spüren. Dann machst du 30 Sekunden Pause, bringst dann nochmal die Knie so weit wie du kannst auseinander, die Füße sind nach außen gedreht und dann kommst du nochmal hoch. Und bei der zweiten Serie sind es jetzt nur noch 10 Wiederholungen, das heißt 10 dynamische Übungen oder Bewegungen bis nach oben hin. Und wenn du das 10. jetzt gemacht hast da oben, bleibst du jetzt 15 Sekunden. 15 kleine Impulse nach oben weg. Bewusst die Knie ganz weit nach außen ziehen. 15 Wiederholungen. Und dann locker entspannen. Gönn dir nochmal 30 Sekunden Pause. Und bei der dritten Serie machst du jetzt nur noch 8 dynamische Bewegungen. In vollem Bewegungsausmaß die Hüfte richtig schön nach oben bringen mit der Kraft vom Gesäß und von dem Rückenmuskel. Und dann wieder runter. 8 Mal. Und wenn du das 8. oben erreicht hast, gibst du jetzt noch ganz schnell 20 kleine Impulse. Hoch, 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 hoch. 20 Mal. Und nach den 20 lässt du dann das Becken noch einmal runter und entspannst dich. Ich hoffe, dieses Video hilft dir, dass du deine Rückenmuskulatur wieder gut aufbauen kannst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.